Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich bin im Moment hier im Allgäu unterwegs, genauer bei Immenstadt und für mich geht's heute auf das Immenstädter Horn. Wie ihr seht, ich bin allein unterwegs, Anne ist heute nicht dabei, die hat Mädelswochenende, heißt sie geht jetzt mit einer Freundin auf eine kleine Hüttentour, auch hier im Allgäu, heißt wir sind zusammen runtergefahren. Die zwei Mädels sind heute Morgen in eine andere Richtung losgezogen und ich habe gesagt, ich mache hier mal eine kleine Gipfeltour bei Immenstadt. War hier auf dem Immenstädter Horn noch nicht gewesen. Bin gespannt, wie die Tour so ist, die ich mir da gebastelt habe. Ja, und wenn ihr genauso gespannt seid, würde ich sagen, bleibt dran und dann schauen wir uns die Tour mal zusammen an. Start von Tobis Solo-Tour war am Bahnhof in Immenstadt. Und wie sich das gehört, hielt er sich nicht allzu lange im Ort auf, sondern wanderte direkt auf die Berge zu. Auf dem Kanzelweg ging es auch gleich ordentlich bergan. Über Wurzeln, Felsen, Stufen und vorbei an Nagelfluhgestein ging es in Richtung des ersten Zwischenziels, der Kanzel, einem schönen kleinen Aussichtspunkt. Ja, ungefähr die Hälfte des Anstiegs ist geschafft. Ich bin ordentlich geschwitzt. Es geht zwar durch Wald, aber von der Luftfeuchtigkeit her in Kombi mit den Temperaturen, das ist schon sehr schweißtreibend. Außerdem hatte ich heute Morgen die Wahl zwischen Kamera und Stöcken. Ich habe für die Kamera entschieden. Ja, Stöcke wären wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Auf der anderen Seite hätte ich euch dann natürlich nicht mit dabei gehabt. Aber gut, wir wollen nicht jammern. Weiter geht's. So, mit Stöcken und Kamera ausgerüstet zu sein, ist Tobi zu anstrengend. Irgendwie verständlich, wo er doch auch ohne Multitasking jetzt schon ordentlich am Schwitzen ist. Naja, so kenne ich den Tobi. Kaum sieht er eine Steigung, läuft der Schweiß in Strömen. In munterem Wechsel zwischen breitem Weg und schmalen Pfaden ging es nun weiter dem Gipfel entgegen. Verhaltensregeln für den Umgang mit Weidevieh. Im Allgäu nicht ganz unwichtig, quert man dort doch sehr oft Kuhweiden. Von daher, aufpasse und achtsam sein. Ja, da ist es geschafft. Ich bin oben auf dem Immenstädter Horn angekommen. War bei dem Wetter eine doch ja, recht schweißtreibende Angelegenheit. War ganz froh, dass der Anstieg weitgehend im Wald war, beziehungsweise dass es jetzt hier auch mal die ein oder andere Wolke hat. Jetzt gibt es erstmal noch ein kleines Gipfelpäuschen und dann schauen wir mal weiter, was die Runde noch so bringt. Na, da bin ich auch mal gespannt, was die Tour noch zu bieten hat. Die Aussicht ist auf jeden Fall ganz nett. Leider stören die Bäume hier etwas. Allzu lange hat es den Tobi aber nicht am Gipfel gehalten und er machte sich an den Abstieg, vermutlich in der Hoffnung auf noch bessere Aussicht.
Und da ist sie. Ein wirklich schöner Blick auf den großen Alpsee. Das hätte mir auch gefallen. Im weiteren Abstieg gab es den ein oder anderen kleinen Wasserfall am Wegesrand zu bestaunen. Durch Wald und über Wiesen ging es weiter bergab auf eine Alpe zu, wo das obligatorische Weidevieh als Begrüßungskomitee aufwartet. Oh je, ein Schild mit dem Hinweis auf Kaffee und Kuchen. Irgendwie ahne ich, was jetzt gleich kommen wird. Ja, jetzt bin ich schon ein ganzes Stück vorangekommen und kam jetzt hier eben an der Alpe Hochberg vorbei. Und da stand draußen ein Schild, Kaffee und Kuchen. Und ja, was soll ich sagen, wie das so ist, da bin ich doch gleich dabei. Ich muss natürlich auch ausnutzen, dass die Anne nicht dabei ist. Die hätte nämlich jetzt wieder versucht, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, so von wegen, oh, der Bauch, der Bauch. Ja, also mein Bauch freut sich über Kaffee und Kuchen. In diesem Sinne werde ich das jetzt genießen und dann geht's weiter. Ob ich nun dabei bin oder nicht, Kaffee und Kuchen genießt er immer, mit oder ohne schlechtes Gewissen. Aber gut, der Kuchen sei ihm gegönnt. Na, immerhin, das Hinweisschild funktioniert nur einmal. Ein zweites Stück Kuchen gab es nicht mehr. Nach dem längeren Stück über breiten Weg wurde Tobi wohl etwas unachtsam. Aber gekonnt ausbalanciert, würde ich sagen, auch ohne Stöcke. Ja, ich habe jetzt hier nochmal einen kleinen Abschnitt zu einem ausgeschilderten Wasserfall gemacht. Ja, mit Wasserfällen auf der Runde war es ein bisschen ungünstig. Hat im Vorfeld bei der Planung gesehen, da liegen einige am Weg. Lagen halt eigentlich alle direkt am Weg, bis auf der kleine, zu dem Trampelpfad runterführte. Und der Rest war irgendwie ein bisschen weiter weg. Also so durch die Bäume, Blätter und so hat man ein bisschen was gesehen. Ja, und der hier, der eine offizielle Zuwegung hat, bei dem läuft es gerade frei nach dem Motto, im Wald, da rauscht der Wasserfall, wenn es nicht mehr rauscht, ist es Wasserfall, also ist fast nichts mehr da davon. Gut, war die letzten Tage auch ziemlich trocken und heiß gewesen, also von daher vielleicht nicht ganz so verwunderlich.
Ich würde mal behaupten, irgendwer läuft hier in die falsche Richtung. Da die Kühe sich einig sind, ist das wohl Tobi. Ich kann euch sagen, wenn er komplett abgestiegen ist und dann noch mal hoch darf, da kommt Freude auf. Nun ja, was soll ich sagen? Der viele Kuchen will geschleppt werden. Die kurze Zwischenanstrengung hat ihm aber nicht geschadet, ging er doch bald wieder leichten Schrittes bergab. Kaum sag ich's, heute ist es mit der Aufmerksamkeit wohl wirklich nicht allzu weit her beim lieben Tobi. Aber wieder elegant gemeistert. Ohne Stöcke, dafür mit Kamera. Tobis heutige Wanderung liegt bei Immenstadt, im Herzen des Allgäus, am Rand der Allgäuer Alpen. Start der Tour ist am Bahnhof von Immenstadt. Von dort aus geht es ohne allzu große Umwege auf den Gipfel des Immenstädter Horns. Der Abstieg erfolgt auf der anderen Seite des Berges und führt in einem Bogen vorbei an Wasserfällen und Kühen Richtung Großem Alpsee. Bevor dieser erreicht wird, biegt der Weg nach rechts ab und geht über den Hornweg nach Immenstadt zurück. Ja, da ist es geschafft. Das Immenstädter Horn ist bestiegen, der Rundweg erwandert. Bevor wir jetzt aber zum eigentlichen Fazit kommen, noch ein kleiner Funfact für euch. Ich habe vorhin gesagt, die Anne achtet gern mal auf meinen Kuchenkonsum. Und ja, als ich schon vorhin die Aufnahme gemacht hatte, angefangen habe, den Kuchen zu essen, dachte ich mir, ach, guck's mal auf dem Handy, ob sich die Anne von ihrem Mädelstrip mal gemeldet hat und stand dann da auf dem Display, Sprachanruf vor 2 Minuten. Also sprich, als ich dann die Aufnahmen zum Thema Kuchen gemacht habe, muss sie angerufen haben. Man könnte gerade meinen, sie hat es gerochen, dass ich wieder einen Kuchen vor mir stehen habe. Aber gut, wie gesagt, das mal als kleiner Funfact noch am Rande. Zur Tour selbst. Immenstädter Horn war ganz nett zu besteigen. Der Anstieg war relativ knackig. Man brauchte keine Hände unterwegs, es gab 1 oder 2 kleine seilversicherte Passagen, aber ansonsten war das alles nichts Wildes. Der Abstieg in Teilen fand ich ein bisschen schwierig, gerade weil auch so ein bisschen rutschiger Untergrund, beziehungsweise man war auch hier und da mal auf dem Nagelfluhgestein direkt unterwegs. Da muss man einfach gucken, macht man halt langsam und dann kriegt man das auch alles ganz gut hin. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war so der letzte Teil, dieser Hornweg, wo es dann noch mal so ein bisschen hoch und runter durch den Wald auf schmalem Pfad ging. Aber auch hier, der Untergrund war oft sehr nass. Und dann habt ihr hier diese zurechtgeschnittenen Holzblöcke. Ihr habt auch hier wieder ganz viel Gestein. Das ist zum Teil eine ganz schön rutschige Angelegenheit. Habt ihr ja gesehen unterwegs, an der einen Stelle hätte es mich ja auch fast gelegt. Gut, auf der anderen Seite, was muss der Kerl auch die Kamerastelle zurücklaufen, um noch mal rüber zu laufen. Ja, aber gut, was soll's. Also insgesamt, wie gesagt, sehr, sehr schicke Tour. Hat viel Spaß gemacht. Wetter hat ja soweit auch ganz gut mitgespielt. Zum Glück war hier und da noch das ein oder andere Wölkchen. Hätte ich wie jetzt nur Sonne gehabt, wäre ich doch außerhalb vom Wald die Passagen ja doch vielleicht ein bisschen verbrannt. Also die hat schon ordentlich Kraft. Gut, aber dann würde ich sagen, ich habe für heute mal wieder genug geschwafelt. Von mir war es das dann mal wieder. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, mich zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.